Ich bin vollkommen sprachlos. Die Farbkombination, die ist wirklich sehr außergewöhnlich. Man hat es geschafft, zumindest mal 2 Türkisfarbtöne irgendwie miteinander zu verbinden mit Gelb. Dann diese Reifen, die man ja nochmal verändern kann. Und da gilt auch mal wieder wie im Wohnmobil. Da kannst du allein mit 2 Schals, die du neben den Gardinen aufhängst, die Farbvariante komplett beeinflussen. Unter anderem hat man hier rote Lenkergriffe gewählt. Auch die könnte man tauschen in schwarz. Das heißt, mit wenigen Handgriffen könnte man es etwas weniger farbig machen. Ich grüße dich, Nico. Grüß dich, Sven. Ich meine, gerade dir wird die Farbe nicht gefallen. Die Farbe ist ja üblicherweise Geschmackssache. Und ich finde es super, aber es ist nicht meins. Ja, ist ja okay. Deswegen hat Cube ja auch 3 verschiedene Farben immer bei den Modellen zur Auswahl. Und das ist jetzt halt mal ganz klar eine Farbe, die doch deutlich mehr ins Auge sticht. Gerade in der Verbindung mit den Skinwall, sprich mit den helleren Reifenflanken, ist es wirklich ein Rad, wo ja auffällt, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Ja, wir haben es vorher abgesprochen, du bist der Pro für dieses Rad und ich bin der, oft habe ich in den Kommentaren, wo die Leute, also die sich über die Farben hermachen, aber auch da ist es so mit der Seife und dem Affen, das kennst du ja, also es ist nicht jedermanns Sache, aber es gibt bestimmt ein paar Leute, die sagen, ist genau mein Rad, oder? Genau, also auch gerade bei den Farben, das ist immer die Schwierigkeit auch für die Planung für uns, wenn man die neuen Kollektionen sieht und sagt, Mensch, es gibt immer eine Farbe, die 100% passt, das ist immer schwarz, da kannst du nie was verkehrt machen, aber auch solche Farben muss man einfach halt auch mal präsentieren. Das haben wir in allen Preislagen, in allen Radformen, Radmöglichkeiten und hier haben wir ganz klar eine sehr polarisierende Farbe, gerade auch in der Verbindung mit den Reifen. Ich glaube, wenn wir wirklich einen schwarzen Reifen drauf hätten, würde das Rad wieder ganz, ganz anders aussehen. Übrigens, ich sehe gerade ein kleines Detail, wenn du mal kurz hier durchguckst, guck mal, die hintere Schwinge ist blau bei mir, siehst du es? Irgendwie hat meine Kamera einen Knick in der Optik. Guck mal hier, ja, genau. ist blau, sie ist in Wirklichkeit, was ist das für ein Ton? Ich würde es als Petrol bezeichnen vom Farbton her, weil es ist kein Türkis, es ist aber auch kein Grün, es ist eher so ein Petrolfarben. Also selbst eine Kamera ist hier durcheinander gekommen bei den Farbtönen. Der Farbabgleich, also wir haben vorher keinen Weißabgleich gemacht, aber ganz tolle Baugruppen dabei. Ich habe eben schon gesagt, ein Fox-Fahrwerk. Genau, wir haben ein Fox-Fahrwerk mit drauf. Man muss natürlich dazu sagen, das SL, in dem Fall das Stereo Hybrid 140 SL, ist ein Rad, was top ausgestattet ist für diesen Preispunkt. Wir haben bei den 140er Rädern geht es ja mit dem Race los. Einstiegspreislage beginnt bei knapp 4.000 €. Immer schon ein Carbonrahmen. Carbon? Ja, als Hauptrahmen. Der Hinterbau ist immer aus Aluminium. Wir haben natürlich einen integrierten Akku, 625 Wattstunden in der Kombination mit dem starken Bosch Performance CX. Wie eben schon angesprochen, komplettes Fox-Fahrwerk mit verbaut. Und dann in der Kombination halt auch eine XT-Schaltgruppe mit einer XT-Bremsanlage gekoppelt. Absinkbare Sattelstütze, auch das wird immer mehr ein Thema oder ist immer mehr ein Thema bei den Rädern, ist hier auch schon mit dabei. Ist ein eigenes Produkt von Cube, funktioniert sensationell gut, also muss man wirklich sagen, auch für die eine Sattelstütze mal nachrüsten wollen. Zeig mal bitte, wie geht das? Mit knapp 200 € ist man bei dem Produkt mit dabei und lässt sich natürlich auch bei anderen Fabrikaten montieren. Ist auch wartungsextensiv? Nö, also viel brauchst du da eigentlich gar nicht dran machen. Der Mechanismus ist ein Seilzugmechanismus, also mechanisch in dem Sinn. Klar, wenn der Zug knicken sollte oder ähnliches, dann musst du den austauschen. Das ist wie mit der Schalthülle halt auch oder mit dem Schaltzug. Aber die Funktionsweise der Stütze auch, wir haben sie jetzt wirklich schon 2 oder 3 Jahre, wo sie in Rädern montiert ist oder in der Nachrüstung halt erhältlich ist und eigentlich keinerlei Probleme mit dem Produkt. Und es gibt Stützen, die kosten weitaus mehr, wo eher mal anfällig sind oder wo wir schon mehr Probleme mit hatten. Ladebuchse siehst du quasi direkt über dem Motor oben drüber. Ich mache es gerade mal auf. Also auch hier im Sitzrohr integriert. Das heißt also seitlicher Zugriff, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Oder am Akku. Oder dann über den Akku. Wir haben hier immer bei Cube die Thematik mit dem Cover, was ja immer sehr, sehr schön funktioniert. Mittlerweile, muss man sagen.
Ganz am Anfang war es nicht so. Also man muss sagen, da war es noch ein bisschen fummeliger. Mittlerweile ein Vorbild, oder? Mit dem Mechanismus hat sich eigentlich alles geändert. Also die Funktionsweise ist wirklich top. Wir haben ja eigentlich nur so einen kleinen Dorn, der da reingeht. Und mit dem Druckknopf drücke ich den zurück und dadurch löse ich die Coverplatte. Es schließt halt auch 100%ig ab. Es ist hier ein Gummi. Und somit ist der Akku auch komplett vor Spritzwasser oder ähnlichem halt auch. Ist auch sehr, sehr schlagfest, weil ich glaube, diese Abdeckung kriegt am meisten ab von allem, oder? Du siehst das hier, ne? Wir haben hier so eine leichte Erhöhung mit drin. Das heißt hier, das ist nochmal eine Art Gummi. Das ist, also hier ist der Kunststoff und das hier ist ein Gummi. Ne? Dadurch ist der Steinschlagschutz etc. Funktioniert halt deutlich besser. Es knallt dann auch nicht so laut, weil das ist dann auch der Unterschied. Besonderheit natürlich auch, wo ist er hier? Der Zylinder, er ist komplett innen drin integriert. Sag mal, da. Achso, okay. Also wir haben hier immer die Thematik, wir haben eine Öffnung, ein Loch und da sitzt der Zylinder drin. Das ist ähnlich wie früher bei den Autos, Schlüssel rein und außenrum war alles verkratzt. Dadurch, dass es hier komplett innenliegend ist, habe ich diese Thematik eigentlich gar nicht mehr. So, komm, ich zeige es mal gerade nochmal komplett. Die Rahmengröße hier, was ist das? Wir haben hier eine kleine Rahmengröße. Was ist das? S? Rahmengröße S, ja. Man muss auch dazu sagen, gerade bei der Farbe, wie gesagt, wir haben 3 Farboptionen und ich will jetzt nicht sagen, dass es eine feminine Farbe ist, aber bei Frauen kommt diese Farbe tendenziell auch sehr, sehr gut an, weil viele nicht unbedingt jetzt das graue Rad oder ähnliches wollen. Also die Farbkombi ist von der gesamten Kollektion immer noch mal etwas femininer. Das haben wir in jedem Modellbereich. Du guckst so ernst. Wir hatten gestern Weltfrauentag. Und wir hatten Weltfrauentag, ja. Und dann kommst du mit femininen Farben. Ja, es ist so, es gibt Farben, das merkst du hier im Laden, die gehen halt an Frauen besser. Ja. Es gibt auch spezielle Ausführungen. Oft wird Unisex gebaut, gerne, ich glaube dieses Jahr sogar viel Grau und Schwarz wieder. Ich glaube, das Jahr davor war noch viel farbiger, oder? Wir haben bei Cube immer, wenn ich 2 Farboptionen habe, immer eine dunkle Farbe. Ob das jetzt ein dunkles Grau ist, ob das ein Schwarz ist, mit leichten Farbakzenten, sprich ein bisschen Blau, ein bisschen Rot, ein bisschen Gelb drin. Und es gibt halt immer Farben, die auffällig sind. Also gerade, ich glaube, wenn wir die Räder ein Jahr lang sehen, in der Saison, in der letzten ist das nicht so häufig der Fall, weil die Räder sind schneller weg, wie wir gucken können, ist es einfach so, dass man sich natürlich an so einer Farbe auch schneller satt sieht. Aber das ist immer das persönliche Empfinden. Also auch hier der Montagepunkt vom Display, besser kann es gar nicht sein. Genau, wir haben eine eigene Halterung, die gibt es auch im Zubehörbereich. Wir haben viele Kunden, die nach dieser Halterung fragen. Acid ist ja eine Eigenmarke von Cube. Ich zeige es mal von der anderen Seite, dann sieht man es schön. Also die ist genau an der Stelle, wo man es erwartet. Und sie ist tief, so wenn es dann doch mal irgendwie zum Sturz kommt, geht das Display nicht gleich kaputt. Genau, sie ist einfach seitlich fixiert. Das heißt, ich kann das Display zum einen natürlich auch in den Positionen verändern. Ich kann es aber grundlegend auch so ändern, tiefer setzen. Ich kann es natürlich, wenn ich will, auch ganz hoch setzen. Aber diese Halterung an sich, Preispunkt liegt im Zubehörbereich bei 24,95 €. Nochmal 249 €, oder? Nein, 24,95 € für das Stück Plastik. Für diese Halterung. Der Unterschied ist, Moment, Sie haben es verschraubt. Genau, man kann es auch hoch machen, gell? Ja, man kann es zum einen im Winkel einstellen, aber ich wollte eigentlich das Display abmachen, aber Sie haben es verschraubt. Achso, es ist abnehmbar auf Wunsch? Du nimmst von der klassischen Halterung, also du hast nur die Kunststoffhalterung und du musst den Anschluss eigentlich nur einsetzen und dran montieren und dann kannst du das Display auch wieder fixieren. Also es ist keine Halterung, wo quasi die Fixierung des Displays schon mit dabei ist. Die nimmst du aus der Serie, weil wir haben hier eine Verkabelung, die zum einen zum Remote geht, also zum Bedienelement und zum anderen natürlich zu der Motoreinheit. Und das wird ausgetauscht. Ich habe mich eben so ein kleines bisschen lustig gemacht. Also es kann ja mal jemand probieren, so ein haltbares Display. Das siehst du hier. Das Teil setzt du hier ein in die Halterung. Und klappt. Und damit hast du den Anschluss dann. Also es ist ein Riesenaufwand, sowas zu produzieren. Das Ganze muss ja auch ein spezieller Kunststoff sein, der nicht gleich abbricht, sondern der muss extrem zäh sein an der Stelle. Punkt Nummer 2 ist wirklich, viele Leute haben danach gefragt, weil das Kiox oft extrem aufbauend war an unmöglichen Stellen, wo die Leute gesagt haben, jetzt habe ich schon wieder einen Kratzer drin, das musste jetzt nicht sein und da ist es schön geschützt. Ja. Genau, also haben wir auch lieferbar und ist wirklich ein Teil, was... Habt ihr aber nicht nachgerüstet, kam so, oder? Das kam so, also bei jedem Cube-Rad ist das mit dabei, ne? Also die vertreiben dieses Produkt aber unter der Marke Acid halt auch einzeln. Okay, verstanden. Das ist die Bedieneinheit, die hat
Ist das USB oder was? Oder an der Seite? Oder das ist die Walk-Funktion dort, gell? Das Oben. ist die Walk-Funktion. Das ist die Walk-Funktion. Genau. Richtig. So. Das ist die Bedieneinheit, also im Prinzip, wie wir es auch kennen vom Kiox-Display, Plus und Minus für dementsprechend in den jeweiligen Modi. Links und rechts geht es ins Untermenü. Das ist die Bestätigungstaste. Ist aber je nachdem, in welchem Menübereich ich jetzt dann halt auch bin, variiert es immer so ein bisschen. Aber das Grundsystem ist eigentlich sehr intuitiv und funktioniert also auch problemlos. So, der Reifen, der drauf ist, gut, den kann man ja wechseln. Wird nicht so lange halten. Was ist da drauf? Nobinik? Nee, Hansdampf. Ein Hansdampf in beiderlei Versionen, sprich vorne wie hinten. Wir haben nur eine unterschiedliche Gummimischung. Du siehst es hier an dem blauen Streifen und vorne haben wir den roten Streifen. Die ist weicher? Der ist weicher, genau. Okay, das heißt, das mit den Streifen habe ich jetzt auch gelernt, gibt es auch noch nicht so ewig, oder? Nee, Schwalbe hat das, glaube ich, jetzt vor 1 oder 2 Jahren eingeführt. Und man kann einfach weil ansonsten würde der Reifen gleich aussehen. Man kann zwar seitlich eine Bezeichnung drauf machen, aber so erkenne ich deutlich einfacher und schneller, gerade auch im Zubehörbereich, was ist welcher Reifen, was möchte ich einfach haben. Hier geht es wirklich auch nochmal um den Einsatzzweck. Klar fahre ich einen super weichen Reifen, natürlich nicht auf der Straße oder sowas. Also wenn ich... Grip, aber auch jede Menge Verschleiß. Nico, komm mal zu mir. Ja. Komm, wir setzen uns nochmal. Das ist so schön. Preis nochmal, wenn du ihn gerade mal merkst. 4.549 Da ist ja das Schild. Warte, ich film's mal ab. Du hast es die ganze Zeit in der Hand. Gewicht steht auch mit drauf. Echt? Hast du das neu jetzt drauf? 24,8? Ich gucke jetzt immer, dass ich die Preisschilder habe, dass ich auch die Gewichte habe. Ja, es soll ja die einen oder anderen geben, die sagen, sie wollen mal wissen, was so ein Ding wiegt. Komm, wir setzen uns mal hin nach so einem langen Drehtag. Sag mal, hier diese Skinwall-Reifen, das ist ja echt eine Seuche. Also es steht einem Fahrrad ganz gut, man kann die nachrüsten. Wenn einer sagt, ich will mal so einen Farbakzent auf mein Fahrrad, das geht? Ja, also prinzipiell Skinwall-Reifen kennen wir schon aus den 90ern. Da war das an jedem Rad montiert. Da war eher der Punkt, ein ganz schwarzer Reifen ein Highlight, sowas mal drauf zu machen. Jetzt wandelt sich der Markt gerade wieder so ein bisschen. Stimmt, die Reifen waren doch früher immer so, gell? Ja, genau. Die waren früher immer so, also deswegen auch die Bezeichnung Skinwall, so hießen die früher auch. Und jetzt gibt es aber diese es gibt Farbnuancen. Ne? Es gibt auch einen braunen Farbton. Wir haben das hinten auf dem Trekkingrad. Unten oder wo? Nee, direkt hier hinter dem Rad. Sag mal. Das ist ein Braunton. Den gibt es auch im Mountainbike-Bereich, den Braun? Gibt es auch im Mountainbike-Bereich. Also, wie früher, guck mal. Genau, hier sieht man das. Oder wir haben hier zum Beispiel auch ein Rennrad. Da habe ich eine graue Flanke. Hier hast du auch ein Rennrad. Auch wie gesagt, ein Braun. Nochmal ein ganz anderer Farbton wie dort hinten. Der ist eher etwas heller. Und da haben wir ein Grau. Wo? Hier bei dem roten. Bei dem roten, stimmt grau. No. Es verändert sich halt so ein bisschen und damit sieht die Optik halt natürlich ganz anders aus. Also man kann wirklich, oder die Hersteller haben die Möglichkeit hier bei dem Lieferanten, in dem Fall Schwalbe, zu sagen, du pass auf, wir haben eine Idee, die und die Farbe, kannst du uns die machen? Und das wird halt schon sehr, sehr viel individualisiert. Früher war es immer ein fertiges Produkt, da konntest du nicht sagen, ich hätte gern auf dem Vorbau einen gelben Punkt, weil ich jetzt ein Rad habe, wo gelbe Schrift drauf ist. Heute wird da schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Man sieht es ja auch hier. Gelber Schriftzug bei Fox oder jetzt zum Beispiel auch die Aufkleber hier vorne in dem Design oder in der Farbe wie der Hinterbau. Also das ist wirklich so ein gewisses Feintuning dann halt auch. Also FIB heißt Fully Integrated Battery. Guck mal hier, FIB. Ja, echt, da steht FIB. Ja. Gut, verstanden. 4.549 €. Über die Farbe lässt sich streiten. Wir beide sind ja jetzt so ein bisschen... ich sag mal, Söder und Merkel oder wie Dick und Doof und haben uns jetzt einfach mal entschieden, du magst sie, ich mag sie nicht. Welche Farben gibt es da noch? Es gibt in dem Sinn noch einen Anthrazit-Farbton, also ein Grau mit leichtem Grün drin. Und die dritte Farbe muss ich jetzt gerade ganz schwer überlegen. Sie fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich gucke auf der Webseite. Also ich mache mal einen Link auf die Webseite rein von dir. Du hast alle Farben, die du kriegst, oder es gibt nur Petrol? Eines ist ein Desert. Und zwar Desert ist ein helles Beige. Das gute alte Desert. Desert. Aber auch wie Sandfarben, sage ich mal. Vom Farbton her. Also praktisch Wüstenfarben. Wüstenfarben, genau. Aber auch sehr, sehr schön. Ja, ist klar. Da wären die Reifen aber dann too much. Mit dem Ton Desert. Sehr schön. Komm, wir machen eine Abmoderation. Wir sind wir sind in St. Wendel. St. Wendel immer noch. Heute drehen wir am 9.
März 2021, das Stereo Hybrid 140 SL 625, 27,5, 29 Zoll Mischbereifung mit Carbon-Hauptrahmen und einem Aluminium-Rückrahmen, der übrigens nicht blau ist, sondern Petrol tatsächlich. Auf der Rückseite hat es man gesehen. Fahrrad kostet 4.549 €. Wir sind bei WeCycle. Du hast einen Webshop, da ist die ganze Verfügbarkeit da. Und dein Name ist Nico Ockenfels. Machst das Ganze schon seit, ich glaube, Fahrrad seit 20 Jahren rund? Über 20 Jahre schon, ja. Über 20 Jahre. Und wenn also irgendjemand sagt, Nico hätte keinen Bezug zu Fahrrädern, dann schaut euch bitte das Video an, wo wir deinen Scott zeigen. Mit diesen ganzen Abzeichen, die du angeblich selbst erfahren hast. Ja, genau. Genau. Also ich bin auch mal aktiv gefahren, ja. Alles klar. Tschüss, Nico. Ciao.